Vor dem Saufen immer genügend essen ist ein schlechter Tipp für Menschen mit Eigenbrauer-Syndrom. Herzlich willkommen zum Journal Club Echte Paper von echten Wissenschaftlern. Heute mit einer kuriosen Fallstudie, A Case Study of Gut Fermentation, aka Otto Brewery Syndrome, auf Deutsch Eigenbrauer-Syndrom. Ich fasse den Fall kurz zusammen. Ein 61-jähriger Mann bricht sich seinen Knöchel, wird operiert, bekommt Antibiotika und so weiter. Alles geht gut, alles schnell wieder beim Alten, nur dass er plötzlich nach der Operation nichts mehr verträgt. Nach 2 Bier ist er hackedicht und er fühlt sich manchmal betrunken, obwohl er nichts getrunken hat. Mit den kommenden Jahren verschlechtert sich wohl seine Situation, bis er 2009 in der Notaufnahme landet mit 3,7 Promille und der Behauptung, nichts getrunken zu haben. Die Ärzte glauben ihm natürlich kein Wort und sind davon überzeugt, dass er einfach ein heimlicher Alkoholiker ist. Ein Jahr später allerdings werden bei dem Mann nach einer Darmspiegelung nicht nur bakterielle Infektionen entdeckt, sondern auch ein Hefepilz, der uns als Backhefe bekannt ist. Und Backhefe wird nicht nur für Hefeteige verwendet, sondern kommt auch in Brauereien unter dem Namen Bierhefe zum Einsatz. Kann es also sein, dass dieser Mann eine Brauerei in seinem Bauch hat? Um dem nachzugehen, wurde der Mann 24 Stunden lang im Krankenhaus beobachtet. Und bei seiner Einlieferung wurde er gründlich durchgecheckt, ob er auch wirklich keinen Alkohol mit sich reinschmuggelt. Man weiß ja nie, was Leute machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Im Krankenhaus bekam der Mann eine Glukosebehandlung, das heißt, ihm wurde quasi purer Zucker verabreicht. Außerdem wurde er über die 24 Stunden mit reichlich Snacks versorgt, bis er tatsächlich einen Blutalkoholspiegel von 1,2 Promille nachwies, ohne was getrunken zu haben. Hacke durch Essen. Und bevor ihr jetzt denkt, nice, getrunken durch Essen, das kombiniert meine 2 Lieblingshobbys. Yeah! Denkt nochmal drüber nach, ob es wirklich so geil ist. Das heißt unter anderem, keine Kohlenhydrate, kein Zucker auf der Arbeit. Das gleiche gilt vorm Autofahren, beim Autofahren. Und es kann sein, dass ihr nach 2 Bier ins Krankenhaus müsst. So ähnlich wie ich. Jedenfalls, der Mann wurde unter anderem mit Fungiziden behandelt in Kombination mit einer Low-Carb-Diät. Und soweit ich weiß, geht es ihm jetzt gut damit. Diese sogenannte Gut Fermentation ist eine sehr seltene Krankheit, von der es nur eine Handvoll medizinischer Berichte gibt. Dieses Paper, das ja auch nur eine Fallstudie eines einzelnen Mannes ist, gehört bereits zu den am besten dokumentierten Berichten dieses Eigenbrauer-Syndroms. Allerdings habe ich vor kurzem gelesen, Anfang des Jahres im Januar, ich glaube es war in den USA, dass einer Frau ihre Strafe wegen Alkohol am Steuer erlassen wurde, weil sie, wie sich später herausstellte, dieses Eigenbrauer-Syndrom hatte, was sie bis zu dem Zeitpunkt anscheinend nicht wusste. Für mich wäre diese Krankheit der absolute Albtraum, da ich ja auch sonst nichts trinke, weil ich nichts vertrage. Wahrscheinlich müsste ich mich nach jedem Müsli-Riegel übergeben. Wenn ihr noch mehr vom Journal Club sehen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr einfach hier klickt. Das heutige Paper gibt es wie immer in der Beschreibung und damit bis zum nächsten Mal beim Journal Club.